Es gibt ein besonderes Fenster im Leben, die Stunde der Kraft genannt. Das sind die 30 Minuten nach dem Aufwachen und vor dem Schlafengehen. Wir sollten darauf achten, in dieser Zeit positive Energie zu kultivieren, denn sonst prägen wir unser Leben mit Negativität. Ich möchte Winnie Tallman in der Sendung begrüßen. Wie geht's dir, Winnie? Mir geht's super, Alex. Echt klasse, heute hier zu sein. Vielen Dank, dass du in der Sendung bist. Ich freue mich darauf, mit dir über die außergewöhnlichen Ereignisse in deinem Leben zu sprechen. Nennen wir sie einfach so. Ja, definitiv eine etwas seltsame Erfahrung. Ein bisschen abseits des Gewöhnlichen, könnte man sagen. Also, bevor wir zu deiner Nahtoderfahrung kommen, wie war dein Leben davor, bevor du diese Nahtoderfahrung hattest? Zuvor lebte ich quasi das Ideal Single-Leben. Bin um die Welt gereist und habe überall gelebt. Ich habe wirklich gearbeitet, vor allem im Baugewerbe und konnte Projekte in den ganzen USA übernehmen, sogar an diversen Orten, praktisch überall. Wo immer ich einen passenden Vertrag ergattern konnte, habe ich zugegriffen. So ergab sich die Chance, in den USA und auch international zu leben. Ich habe etwa 3,5 Jahre bei großen TV- und Filmproduktionen gearbeitet, mich vom Komparsen hochgearbeitet bis zum zweiten Assistenten und dann zum zweiten Regieassistenten. Es war eine spannende Zeit und ich schien nach weltlichen Maßstäben erfolgreich, doch glücklich war ich nicht. Das Glück, wie ich es verstand, war immer am Horizont. Ich jagte ihm ständig nach, konnte es jedoch nie wirklich erreichen. Ich hatte zwar glückliche Momente, aber ich hatte nicht das Gefühl, das Glück wirklich in mir zu tragen. Und das war so meine Reise zu der Zeit. Und dazu gehörte auch das Bodybuilding. Ich war damals also ein Amateur-Bodybuilder. Du hast echt eine Menge gemacht, mein Freund. Ja, du warst überall dabei, ich liebe es. Wenn du über die Filmindustrie sprichst, dann sprichst du meine Sprache. Also, ich bin jetzt seit ungefähr 30 Jahren in dem Geschäft. Ach, genau das. Ja, ich weiß, genau, das ist mindestens ein Leben wie auf dem Jahrmarkt. Ja, das ist es. Ich war Single. Und als Single funktioniert das ganz gut mit der Filmindustrie. Aber sobald man heiraten und sich niederlassen möchte, ist es fast unmöglich für manche Leute. Die Scheidungsrate in der Filmindustrie ist extrem hoch, denn es ist schwierig, es ist ein hartes Geschäft. Erzähle mir also von dem Tag, an dem sich alles für dich verändert hat. Also mein Kumpel und ich erzielten mit natürlichem Bodybuilding und Phonodehydro, das man normalerweise in jedem GNC- oder Vitaminshop finden konnte, beeindruckende Ergebnisse. Es war jedoch so gefragt, dass es ständig ausverkauft war. Wir bemühten uns, es zu beschaffen, ließen uns in der Stadt auf Wartelisten setzen und suchten online nach Bezugsquellen, vergeblich. Schließlich entdeckten wir einen Anbieter in Thailand, der bereit war, es uns zu schicken. Also haben wir Ich hatte ja ein paar Monate in Thailand gelebt und weißt du, deren Medizin und es ist dort ziemlich westlich geprägt. Also dachte ich mir, bestellen wir doch einfach. Bestellen wir eine Flasche. Wir bekommen sie in die Vereinigten Staaten. Aber unser Problem war, dass alle Anweisungen auf Thailändisch waren. Und Thailändisch ist eine Schriftsprache. Es ist nicht einmal romanisiert. Das war, bevor es Google-Übersetzer gab, nichts. Wir öffneten die Flasche, um beim Übersetzen zu assistieren. Es duftete vertraut. Ein flüssiges Nahrungsergänzungsmittel, von dem man nur einen kleinen Flaschendeckel voll benötigt. Wir dachten, das ist genau das gleiche Zeug, das wir auch in den Staaten kennen. Es riecht genauso, schmeckt genauso. Also nahmen wir unsere kleine Flaschendeckel-Dosis, aber das Problem war, das Zeug aus dem Ausland und das galt überall. Egal, wo du es außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft hast, es war eine hundertprozentige Lösung. Aber die Lösung, die du in den USA in den Vitaminläden kaufst, bestand zu 95% aus Wasser und zu 5% aus der Lösung derselben Chemikalie. Also war unser kleiner Flaschendeckel wie die Einnahme von 20 Flaschendeckeln des amerikanischen Zeugs. Und man sollte nie mehr als einen Flaschendeckel nehmen. Ein Tag, ja, und so. Es war sofort giftig für uns. Also, ich muss da kurz innehalten. Also der Satz: „Hey, lass uns einige Nahrungsergänzungsmittel aus Taiwan kaufen.“ Dieser Satz allein war es. Das war so, wie alt warst du während dieses Prozesses? Ich war 25. Du hast Narrenfreiheit. Du warst ein Idiot, ich auch. Mit 25 sind wir alle dumm. Generell gesagt, Im Allgemeinen, da stimme ich definitiv zu. ich könnte aus männlicher Sicht sprechen. Wir waren absolute Idioten. Weißt du was? Wahrscheinlich hätte ich Ähnliches getan.
denn ich habe als Kind auch Amateur-Bodybuilding betrieben. Ich habe viel trainiert und habe krasses Zeug gemacht, das man zwar natürlich finden konnte, aber trotzdem, ich war am Rennen, versuchte dieses Zeug zu bekommen, das Steroide waren, Genau, aber also keine wer Steroide Medikamente oder waren. Nahrungsergänzungsmittel aus Genau, Taiwan das kauft gewünschte und die Ergebnis, Anweisungen aber nicht ohne versteht, sollte sie nicht Nebenwirkungen. nehmen. Ja, das ist die Lehre. Oder sucht jemanden, der für euch übersetzt. Jemanden, dem ihr wirklich vertrauen könnt, dem ihr vertraut. So soll es sein. Okay, du nimmst also eine toxische Menge des Nahrungsergänzungsmittels, was faszinierend ist. Was passiert dann? Nun, wir nahmen jeder unsere kleine Flasche, Deckel auf, und unser Tagesplan war, eine internationale Autoausstellung zu besuchen, dort etwas zu schlendern, dann zu trainieren und unseren üblichen Tag zu verbringen. Ganz normal. Es war Samstag, der 18. Januar. So begann unser Tag. Unser Plan war, jeder nahm seinen Flaschenverschluss, stieg ins Auto und fuhr los, als wir hinausgingen. Als wir ins Auto stiegen, spürten wir es beide. Es traf uns ziemlich schnell und es fühlte sich fast wie ein Rausch an. Es fühlte sich buchstäblich wie ein Rausch an. Und ich spürte, wie Kälte sich von meiner Brust und meinen Oberschenkeln ausbreitete. Also wirklich kalt, kalt. Mein Körper wurde kalt. Also, ich sagte, hey, lass uns was essen gehen. Manchmal, wenn man ein bisschen zu viel davon abbekommt, kann Essen helfen und es geht einem besser. Wir machten uns also auf den Weg, gingen etwa 2 Straßenblocks weiter zu einer Dairy Queen und wir fuhren vor. Mein Kumpel war fast am Einschlafen, als wir ankamen, also rüttelte ich ihn wach, während wir einfuhren. Ich erinnere mich, wie ich rübergriff und ihm half, das Auto zu parken, denn er war selbst schon fast weg. Ich taumelte ins Restaurant, steuerte direkt auf die Toilette zu, die gleich neben der Tür war, ging rein und es war eine Einzeltoilette. Aus Gewohnheit schloss ich die Tür ab und ich sackte einfach zusammen, fiel direkt dort auf den Rücken auf den Boden. Und ich begann zu aspirieren oder zu erbrechen und atmete mein Erbrochenes ein. Ich bin buchstäblich genau dort gestorben. Und währenddessen ging mein Kumpel rein. Er taumelt kaum herein, bricht in einer Kabine zusammen und beginnt sich überall in die Kabine zu übergeben. Der Restaurantmanager kommt herüber und sieht das. Er ist wie, oh mein Gott. Er ruft den Notruf und lässt meinen Kumpel ins Krankenhaus bringen. Mein Kumpel kommt völlig in Ordnung wieder raus. Sie pumpen seinen Magen aus, behandeln ihn mit einer Menge Kohle und er wird am nächsten Tag aus dem Krankenhaus entlassen, ohne jegliche Probleme und ohne langfristige Folgen. Aber gleichzeitig wusste niemand, dass noch ein anderer Kerl, ich, im Badezimmer war. Und ich lag buchstäblich tot da, auf dem Boden. Wie lange waren Sie bewusstlos? Von dem Zeitpunkt, als mein Kumpel reinkam und sie den Notruf wählten. Um mich da rauszuholen, verging fast eine Stunde. Also, wir wissen, dass es mindestens 45 Minuten waren. Das ist die vorsichtigste Schätzung. Denn es lagen 45 Minuten zwischen den Anrufen, zwischen dem Notruf, um meinen Kumpel abzuholen und dann dem Notruf, um diesen toten Körper zu bergen. In Ordnung, verstanden. Was ist daraufhin geschehen? Das bezieht sich auf die physischen Aspekte. Was ist danach passiert, als du anfingst, den Übergang zu vollziehen? Also, aus meiner Sicht, was ich beobachtet habe, ist, dass mir schwindelig wurde, als ich in das Badezimmer ging. Es fühlte sich an, als würde der ganze Raum rückwärts drehen. Buchstäblich, fast wie im Film, wie es sich anfühlt, als ob der ganze Boden unter mir beben würde. Und das betraf nur mich. Natürlich bin ich im nächsten Moment ohnmächtig geworden. Es fühlte sich an, als wäre ich in Kühle, Elektrizität getaucht. Und es fühlte sich sehr flüssig an, fast wie Wasser. Aber es war kein Wasser, denn ich fühlte mich nicht nass. Aber ich fühlte mich elektrisiert, buchstäblich. Auf gute Art, nicht beängstigend, sondern erfüllt. Diese Vitalität, diese Energie. Und das sofort. Ich habe es gekauft. Ich habe ziemlich intensiv Bodybuilding betrieben. Mein Körper war ziemlich erschöpft und sobald ich in dieses kühle Gefühl eintauchte, war 100% des Schmerzes vollständig verschwunden. Und das erkannte ich sofort. Aber dann wurde mir auch bewusst, dass ich von absoluter Leere umgeben war. Also, ich konnte nichts sehen. Ich sah nur Dunkelheit. Und plötzlich begann ich diese Nebelschwaden vor mir zu sehen, die immer klarer und heller wurden, immer klarer und heller. Und was es war, war diese Szene von diesem Restaurant. Aber ich blickte von oben herab und ich konnte alles im Restaurant sehen, als gäbe es kein Dach, keine Decke über diesem Restaurant. Ich konnte jeden Winkel des Restaurants sehen. Ich konnte sehen und hören.
die Gedanken, Gefühle, alles, was irgendjemand in diesem Gebäude empfand. Ich konnte es wirklich wahrnehmen, die Gefühle des Kochs. Ich konnte die Gefühle und Gedanken des stellvertretenden Managers, des Managers, sogar der beiden Kunden, die gerade frühstückten, dieses Mannes und seiner Frau wahrnehmen. Ich konnte erfassen, worüber der Mann nachdachte, worüber die Frau nachdachte. Es war einfach so unwirklich. Und meine Erfahrung aus der Filmbranche. Ich hatte ständig das Gefühl, als würde ich einen Film sehen. Ich dachte, das ist sehr interessant, dass der Regisseur, also Nummer eins, der Kameramann oder die Kamerafrau das tatsächlich von oben dreht. Warum entscheidet er oder sie sich dafür, das von oben zu filmen? Und dann auch, warum denkt der Regisseur oder der Drehbuchautor, dass ich alle Stimmen hören soll? Das ist einfach seltsam. Und ich sitze hier und versuche, das zu verarbeiten aus der Perspektive. Das muss ein Film sein. Und ich hätte niemals gedacht, dass die Leiche dort unten ich bin, denn ich war ganz hier oben. Ich war hier oben und habe alles beobachtet. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich dort unten war. Es ist so, als würdest du die Straße entlang fahren und jemanden in einem Auto dort drüben sehen. Das ist dein Auto und sie tragen Kleidung genau wie du. Du weißt, das bist nicht du, denn du bist hier in diesem Auto, nicht wahr? Genauso fühlte ich mich. Es war, als würde der Typ da unten meine Kleider tragen. Sieht aus wie ich, aber ich bin es nicht. Ich stehe hier oben. Ich beobachte nur und ich habe weiterhin alles beobachtet. Ich sah, wie sie seinen Freund im Krankenwagen wegbrachten. Ich sah, wie sie den Notruf für ihn wählten. Also muss ich in dem Moment gestorben sein, als ich hineinging und ohnmächtig wurde. Genau dann starb ich, denn ich sah, wie sie ihn forttrugen. Und ich wusste es, ohne zu wissen, wie. Ich spürte einfach, dass es ihm gut gehen würde. Aber ich wusste, der andere Kerl im Badezimmer steckte in ernsten Schwierigkeiten. Er war weg. Okay, und was ist dann passiert? Also beobachtete ich, wie sie zum zweiten Mal den Notruf wählten und mit dem Operator sprachen. Der Operator sagte, fühl mal hier an diesen Stellen nach einem Puls. Der Chef wollte es selbst nicht machen, also rief er seinen 16- oder 17-jährigen stellvertretenden Manager herbei und sagte, hey, fühl du mal hier. Also saß er da und wies sie an, das zu tun. In dem Moment, als sie die Leiche berührte, zuckte sie zusammen und zog die Hand zurück. Sie meinte, nein, sie ist kalt, definitiv kalt. Und sobald sie das sagten, berühren Sie die Leiche nicht, sagte der Einsatzleiter. Schließen Sie das Badezimmer ab und sichern Sie die Tür. Sanitäter sind unterwegs und wir haben die Polizei gerufen. Sie haben praktisch alle Rettungsdienste so schnell wie möglich dorthin beordert. Und kurz darauf, nur etwa 5 Minuten später, fuhr ein weiterer Krankenwagen vor, ein ganz anderer als der erste. Und dieser Krankenwagen trifft ein. Es ist ein Dreierteam, also 2 erfahrene Sanitäter und ein Neuling. Und der Neuling ist sozusagen der Mitläufer. Es ist seine erste Arbeitswoche und er soll vor allem beobachten und unterstützen. Und irgendwie weiß ich das. Ich erkenne es sofort, wenn Sie ankommen. Ich spüre es einfach. Es ist, als trüge er ein Schild, das ihn als den Neuen kennzeichnet. Sie sichern den Tatort und unternehmen erste Wiederbelebungsversuche. Sie probieren es mit Herzdruckmassage, versuchen Sauerstoff zuzuführen, indem sie einen Beutel manuell zusammendrücken, doch nichts zeigt Wirkung. Offensichtlich beginnt der Körper, insbesondere die Beine, bereits zu versteifen. Sie erkennen, dass in diesem Fall jede Hilfe zu spät kommt. Dann haben sie Sirwin eingetütet. Sie ließen sich Zeit, es gab keine Eile. Sie blieben ungefähr 45 Minuten bis zu einer Stunde dort. Während sie den Körper in den Beutel legten, nahmen sie von allen Zeugen Aussagen auf, die 4 oder 5 Personen umfasste. Alle Aussagen wurden unterschrieben. Alle Unterlagen waren unterzeichnet. Währenddessen saß der Neuling im Hintergrund des Krankenwagens und wartete darauf, dass die anderen beiden Sanitäter all die Unterlagen bearbeiteten und unterschrieben bekamen. Während sie all das erledigten, saß er da hinten und starrte auf diesen Leichensack und war erfüllt von all diesen Gefühlen. Warum können wir bei diesem nicht einen Unterschied machen? Warum mache ich das überhaupt? Ich wünschte, ich hätte mich mehr anstrengen können. Ich hätte mehr tun können. Ich spürte diese Gefühle ständig von ihm, bis zu dem Punkt, als die anderen beiden Sanitäter kamen. Sie tauschten einige Papiere mit einem Polizisten aus, der genau in diesem Moment eintraf. Und dann begannen sie, sich von der Szene zu entfernen. Doch genau als sie sich entfernten, wurde es aus meiner Sicht sehr interessant. Im Herzbereich dieses Neulings, er sitzt im Hintergrund des Krankenwagens.
Also der Neuling, Sie haben so eine Art Sprungsitz dort hinten, direkt neben dem Körper. Er sitzt dort, er starrt auf den Körper, aber er begann zu leuchten. Wörtlich Licht begann sich zu formen, um seinen Herzbereich, seinen Herzraum. Und ich schaue es mir so an. Es ist irgendwie lustig, denn bei einer Show, an der ich mitwirkte, sie wurden von einem Engel berührt, der das Licht über die Menschen scheinen ließ. Natürlich wurde es von einem Engel berührt. Natürlich wurde es. Und so sitze ich da und denke, oh, das ist irgendwie. Wissen Sie, bei unseren Caroline-Produktionen haben wir ein Licht darauf gesetzt und ähnliche Dinge getan. Und ich denke mir dann, das ist ja interessant. Und ich beobachte es weiterhin. Mit dieser fast schon Intrige, so nach dem Motto, das ist interessant, spannend zu sehen, was passiert. Als das Licht zu entstehen begann, spürte ich eine deutliche Energie, die über mich hinwegstrich, buchstäblich über meinen Kopf. Und währenddessen. Ich spürte, dass es den jungen Sanitäter traf, so mitten ins Herz und dann sehr laut, wirklich extrem laut, hörte ich eine tiefe Männerstimme sagen, dieser hier ist nicht tot. Und dann wurde es erneut still und ich schaute mich um. Ich versuchte, in beide Richtungen hinter mir zu sehen. Ich konnte nichts hinter mir erkennen. Ich sah nur so etwas wie einen dunklen Nebel. Aber dennoch konnte ich immer noch sehr klar vor mir sehen, was in diesem Krankenwagen vor sich ging. Ich sah den Neuling kurz nachdenken, dann mit einer Geste abtun, als wäre es nichts. Keine Chance, absolut keine Chance. Und sie gingen noch 1,5 Häuserblocks weiter. Und dieses Licht, das nur in seinem Herzbereich war, wurde tatsächlich heller und begann zu wachsen. Es dehnte sich von seiner Taille bis über seinen Kopf aus, so dass dieser ganze Bereich seines Körpers zu leuchten begann. Und dann kam diese Stimme ein zweites Mal und ich spürte es genauso wie das erste Mal, eine echte Energie, die über mein Sein strich, über das, was ich war, und es traf ihn, aber es war noch lauter beim zweiten Mal und sie sagte, dieser hier ist nicht tot. Und es sagte es einfach so, ganz nüchtern. Aber was wirklich cool für mich war, ist die Tatsache, dass die zweite so stark war und sie war wie die erste, nur viel stärker. Das genügte, um den Neuling zu aktivieren. Als er das Geräusch erneut vernahm, öffnete er den Reißverschluss des Leichensacks. Zuerst musste er die Gurte lösen, die den Körper festhielten. Nachdem er die Gurte gelöst hatte, öffnete er zwei und zog den Reißverschluss des Sacks ein Stück weit auf. Er greift in den Nackenbereich, er versucht einen Puls zu finden. Er findet nichts. Er greift unter den Arm, findet keinen Puls. Es ist kalt, es ist steif, es ist widerlich. Und er fühlt das, als ob es ein toter Körper wäre. Und er musste noch einen Riemen lösen. Jetzt sind wir also bei 3 Riemen. Er fühlt weiter. Als er den Bereich des inneren Oberschenkels untersuchte, kam er in Kontakt mit dem Oberschenkelknochen. Er wollte die nahegelegene Oberschenkelarterie ertasten. Ich verwechsle das oft. Die Arterie, die entlang des Knochens verläuft. Während er danach suchte, berührte er jedoch den Knochen selbst. In dem Moment, als er ihn berührte, spürte ich einen Funken, fast wie einen Schock, obwohl ich nur zusah. Bei diesem Film an sich spürte ich einen Schock und sah ihn genau in dem Moment zucken, als ich den Schock fühlte. Also denke ich, dass er es auch gespürt hat. Und das war genug für ihn, dass da muss etwas sein. Da muss einfach etwas sein. Er fuhr fort, den Leichensack zu öffnen. Er löste noch ein paar Riemen. Er begann, Sauerstoff in die Lungen zu pressen. Dann schloss er auch einen Defibrillator an. Und das ist dazu da, um das Herz zu schocken. Und als er das anschloss, ertönte dieser Alarmton, genau bevor der Körper geschockt wird. Währenddessen vertieften sich die anderen beiden erfahrenen Sanitäter in ein Gespräch über Sport. Sie denken an das bevorstehende Spiel. Dies und das, weil es eben anstand. Das große NFL-Spiel zu der Zeit. Das war wieder der 18. Januar 2003. Also sprachen sie über Sport und all das. Aber als der Alarm losging, der Warnalarm des Defibrillators, drehten sich beide um und sahen, was vor sich ging, und sie begannen, auf diesen Sanitäter loszugehen. Sie fingen an, ihn anzuschreien, ihm zu sagen, dass er gefeuert wird. Er verstößt gegen das Protokoll. Wie fühlt es sich an, schon in der ersten Woche entlassen zu werden? Sie haben ihn wirklich fertig gemacht und er hat es einfach komplett ignoriert. Er ließ den Defibrillator auslösen, aufladen und dann zünden. Es hatte keinen Effekt, kein Herzschlag verzeichnet. Er hat ihn ein zweites Mal aufgeladen. Und wieder machen ihn die Sanitäter fertig. Sie lesen ihm die Leviten. Er lässt ihn ein zweites Mal los. Beim zweiten Mal gab es einen einzigen Herzschlag, nur einen, und dann wieder eine Nulllinie. Und dieser eine Herzschlag reichte aus,
um sie zum Schweigen zu bringen. Die erfahrenen Sanitäter, sie verstummten vollkommen. Und sie wussten, hier ging etwas Merkwürdiges vor, etwas ganz anderes. Und so kam die dritte Runde der Schocks, die der Sanitäter zuließ. Bei der dritten Runde war es ein gleichmäßiger, aber schwacher Herzschlag, durchgehend. Er konnte also das erreichen. Das Herz begann wieder zu schlagen, nach der dritten Schockrunde und nach über einer Stunde. Nach über einer Stunde? Nach etwa einer Stunde. Es gibt Schätzungen, die besagen, es könnten locker 1,5 bis 2 Stunden sein, wenn man die ganze Bürokratie, die Zeit in der Leichentasche, all das einrechnet. Ja, also deutlich über eine Stunde, locker über eine Stunde. Kalt, tot und steif. Der Körper kam zurück. Doch ich war immer noch hirntot. Der Körper war immer noch hirntot. Und für weitere 3 Tage war ich hirntot. Und genau da hatte ich meine Erfahrung. Ich hatte meine Erfahrung, während der Körper hirntot war. Entschuldigung, ich muss das alles erst verarbeiten. Ich habe schon viele solcher Geschichten gehört, viele solcher Geschichten. Viele solcher Geschichten habe ich gehört, wie du weißt, in der Sendung. Aber diese hier ist wirklich interessant, weil du hast im Grunde eine belegbare Nahtoderfahrung und darüber sprechen wir nachher am Ende. In Ordnung, also dein Körper wurde ins Leben zurückgeholt oder zumindest irgendwie wiederbelebt. Ja, genau, der Körper wurde zurückgeholt. Ja, der Körper ist zurück. Das Gehirn ist allerdings noch weg, könnte man sagen, nach, ich glaube, 8 bis 10 Minuten Hirntod. Du bist ein Pflegefall, davon kann man nicht zurückkommen. Und das habe ich schon oft von Gästen gehört, die länger als 10 Minuten, 15 Minuten weg waren. Aber deiner ist ein Extremfall. Du sprichst von 60 bis 90 Minuten, vielleicht sogar länger. Hirntod, das bedeutet, du bist im Leichensack. So weit ist es gekommen. Von einem Leichensack habe ich noch nicht gehört. Ich habe noch nicht erlebt, dass jemand in einen Leichensack gesteckt wurde, jemand den Reißverschluss öffnete, ihn aufweckte und wieder auf die Beine brachte. In Ordnung. Also während dieses ganzen Prozesses ist dein Körper zumindest wieder in Gang gebracht worden. Dein Gehirn nicht. Du liegst im Grunde im Koma. Was geschieht in diesem Moment? Also bis dahin war mir nicht bewusst, dass ich mich selbst beobachtete. Ja, immer wieder fragen Leute, wie konntest du das nicht wissen? Ich sage, Alter, ich war tot. Gib mir etwas Spielraum. Sei nicht so streng. Ich war sogar hirntot. Ich bin hirntot und sterbe. Ich versuche das zu verarbeiten. Leute, kommt schon. Also sitze ich hier. Ich fühle mich, als wäre ich in einem interaktiven Film. Es ist, als wäre ich Teil dieses Erlebnisses. Das war noch bevor die großen Videospiele herauskamen, doch es fühlte sich an wie das, was wir heute als Videospiel kennen. So kam es mir vor. Ich sitze hier und beobachte, wie alles vor meinen Augen geschieht. Ich habe es beobachtet. Nachdem sie das Herz reaktiviert hatten, ein sekundäres Wunder. Das erste ist der Sanitäter, der folgt dieser Eingebung und handelt danach. Er hätte tatsächlich gefeuert werden können. Tatsächlich bekam er ziemlichen Ärger, sogar dafür, dass er mich zurückgeholt hat, bekam er Ärger und später wurde er dann Feuerwehrmann. Jetzt, all das passiert gerade. Ich sehe es geschehen und ich weiß es nicht. Ich bin es selbst. Sie heben den Körper von der Sanitäts auf die Krankenhausliege und das zweite Wunder ist ein Krankenhaus. Nur einen halben Block entfernt, wo mein Herz zu schlagen begann, genau in dem Moment. Innerhalb von Sekunden, buchstäblich Sekunden, wurde der Körper in eine Intensivstation der Notaufnahme überführt und einer Erstversorgung unterzogen und behandelt. Sie konnten diesem Körper sofortige Behandlung zukommen lassen. Sie verlagerten den Körper von der Sanitätstrage auf die Krankenhausliege. Währenddessen durchlief der Körper allerlei Krämpfe und Anfälle. Ich nehme an, das ist normal. Ich weiß es nicht, bin nicht aus diesem Bereich. Aber es gefiel mir nicht. Es war widerlich, schrecklich, diesen Körper so zu sehen. Das alles zu durchleben. Sie schnallten den Körper fest, um daran zu arbeiten. Sie konnten nicht so arbeiten, wie er war. Er hat wild um sich geschlagen, also schnallten sie die Beine fest. Den rechten Arm banden sie fest. Sie wollten den linken Arm festzurren. Und ich bin Linkshänder. Und wieder war ich ein Bodybuilder. Ich fühlte mich wirklich stark. Ich spürte, wie sie meinen linken Arm festzurrten. Und tatsächlich so stark spürte ich meinen eigenen Widerstand. Ich beobachtete, wie der Körper nachgab, der linke Arm, das Band, um den verletzten Arm zu stabilisieren. Sie holten also einen größeren Gurt, einen Beinriemen und schnallten damit meinen linken Arm wieder fest. Und das war der erste Moment, in dem mir klar wurde, dass das, was ich die ganze Zeit bezeugt hatte, was ich beobachtet hatte, mein eigener Tod war. Und es war ein extrem beängstigender Moment für mich, denn ich habe einen starken Verstand, schon immer.
Besonders ausgeprägt ist dieser in den Naturwissenschaften, in der Physik und in ähnlichen Disziplinen sowie in der Mathematik. Aber ich sitze da und frage mich, wie ich nicht merken konnte, dass ich tot war. Wie konnte ich so ahnungslos sein und nicht erkennen, dass das, was ich erlebte, mein eigener Tod war? Ich hatte selbstabwertende Gedanken. Du bist so ein Idiot. Wie konntest du nicht sehen, dass du die ganze Zeit deinem Tod beiwohntest? Währenddessen ging ich diesen Weg von Selbstentwertung oder selbstabwertenden Gedanken. Als ich diesen Weg beschritt, begann ich zu fühlen und zu sehen all die negativen Blitze von allem, was ich je in meinem Leben tat, buchstäblich jede Negativität. Von dem Moment in meiner Kindheit, als ich jemandem Süßigkeiten weggenommen oder ein anderes Kind geschubst habe, bis zu jener Erfahrung, ich sah jede einzelne negative Handlung, die ich jemals vollbracht hatte. Eine Art Lebensrückschau. Es war wie auf Bildschirmen, nur waren es echte Blitze. Es ist vergleichbar damit, als würde man auf dem Computer einen Download beobachten und dabei die Blitze, die Videos oder den Film, der gerade heruntergeladen wird, sehen können. Genauso war es. Ich sah augenblickliche Blitze und erfasste, hörte und fühlte die Erfahrung. Nicht nur in mir selbst, sondern auch in der Person, der dies widerfuhr. Also, wenn ich jemandem Unrecht getan habe, selbst wenn es nur ein kleiner Schnitt war, ich sah alles, buchstäblich, jedes einzelne Negative, was ich je getan hatte. Und ich begann zu fühlen, als wäre ich wegen all dem nichts wert. Wenn man alle negativen Taten zusammenrechnet, hat jeder etwas vorzuweisen. Ich war kein furchtbares Kind, aber auch nicht makellos. Glauben Sie mir, bei mir hat sich einiges angesammelt. Es war so viel, dass ich mich unwürdig fühlte, gerettet zu werden. Ich war es nicht wert zu existieren, und sobald ich das erkannt hatte. Diese wärmende Präsenz erfüllte mich. Sie kam von hinten über mich. Es war fast so, als würde jemand von hinten kommen, die Arme um meine Schultern legen und sagen, nein, du hast es verdient zu sein. Du hast es verdient zu existieren. Nun blickte ich in die Zukunft, erinnerte mich an all das Gute, das ich getan hatte, in kurzen Momenten. Ich sah es durch die Augen derer, denen ich geholfen hatte. Und das Gute, das ich bewirkt hatte, überwog bei weitem das Schlechte. Ich habe viel mehr Gutes als Schlechtes getan. Ich begann, die Botschaft zu spüren. Deine Existenz ist wertvoll. Du bist wertvoll. Und da erkannte ich, dass diese Botschaft kam, direkt von jemandem hinter mir. Also drehte ich mich um und ich spürte die überwältigendste Liebe. Eine Liebe, die es hier nicht gibt. Wir erhaschen hier nur Schatten dieser Liebe. Diese Liebe ist so rein. Ich nenne es Lichtliebe, denn sie enthielt wirklich Licht. Buchstäblich, als das Licht mich traf, als die Liebe mich berührte. Ich spürte, wie all die Traumata, die harten, selbst zugefügten und anderen, die mir im Laufe des Lebens eingeprägt wurden, weggespült wurden. Sie wurden mit Liebe aufgefüllt. Es ist, als käme ich gebrochen hierher und Liebe heilte und machte mich ganz. Ich wollte einfach für immer dort bleiben. Es fühlte sich unglaublich toll an. Noch einmal. Doch meine Neugier siegte, denn hier sehe ich einen Mann. Als ich mich umdrehte, sah ich diesen Mann. Er ist ein weißer Mann. Er hat langes weißes Haar bis zu den Schultern. Er hat einen langen weißen Bart. Sehr, sehr rosige Haut. Fast wie die Haut von Santa Claus. Und seine Haut, sie glänzte, denn es kam Licht aus ihr heraus, buchstäblich Lichtstrahlen, die aus allem an ihm herauskamen. Und natürlich, da ich als evangelikaler Christ aufgewachsen bin, dachte ich, du musst Gott sein. Und ich war wirklich aufgeregt. Ich dachte, du musst Gott sein. Und er lächelte nur und schüttelte den Kopf und sagte, nein, mein Sohn, ich bin nicht Gott. Aber das Erste, was mir auffiel, war, er sprach, ohne den Mund zu bewegen. Ich habe es einfach verstanden, aber ich hörte es in seiner Stimme. Und dann meine Anschlussfrage oder mein Anschlussgedanke war, oh, dann musst du Jesus sein. Auch wenn du nicht danach aussiehst, du musst Jesus sein. Er lachte, zuckte mit den Schultern und sagte, nein, mein Sohn, ich bin nicht Jesus. Ich heiße Drake und bin dein Führer. Ich bin hier, um dir zu helfen, dorthin zu gelangen, wo du hin willst. Ich kann dir helfen, in deinen Körper und dein irdisches Leben zurückzukehren. Oder ich kann dir helfen, überall hinzugehen, wohin du willst. Es hat Bedeutung, wenn dir jemand das sagt.
Ich überlege so, wohin will ich gehen? Ich wusste, ich wollte nicht zur Erde zurück. Ich wusste ganz sicher, dass ich nicht dorthin wollte. Das sah nach Schmerz aus. Das sah nach Mühsal aus. Es sah furchtbar aus. Und ich konnte wahrnehmen, dass das alles, die durchdringende Liebe, die ich von ihm spürte. Ich nahm wahr, dass ich von dort kam, wo auch seine Heimat war. Also sagte ich ihm, ich möchte zu deinem Zuhause gehen. Und er erklärte mir, dass das auch mein Zuhause ist, dass ich auch daher komme. Also können wir dich nach Hause zurückbringen. Und ich sagte, ja, absolut. Das ist, wohin ich will. Ich möchte nach Hause zurück. Und er erklärte, dass dies nicht nur eine Reise war, von der Erde zum Himmel oder heim. Er erklärte, dass zu Hause ein ganz anderer Ort ist, als auf der Erde, dass ich eine energetische Reise antreten müsste. Ich sollte meine Energie stark anheben, um zu Hause sein zu können. Zu Hause ist nämlich ein Ort sehr hoher Energie. Ich konnte nicht einfach mit meiner niedrigen Erdenergie dorthin. Ich musste sie wirklich steigern, um der Energie von zu Hause zu entsprechen, sonst könnte ich dort nicht existieren. Er würde mir auf dieser Reise helfen. Und das war der Moment, wo ich beinahe meine christliche Karte gezogen hätte. Und ich so, naja, ich bin Christ, ich bin getauft, ich bin erlöst, ich übernehme die Führung. Ich akzeptiere Christus als meinen Herrn und Erlöser. Lass mich also in den Himmel, ich bin in Ordnung. Lass mich einfach hinein. Er lachte zum dritten Mal und sagte, nein, mein Sohn. Und er sagte es so, ich liebe es, dass du all das hast. Ich liebe es, dass du das in deiner Religion nachahmst. Aber ich möchte, dass du weißt, dass wir dir helfen werden, mehr zu lernen. Wir werden dir helfen, tiefer auf dem Verständnisweg voranschreiten, um bereit zu sein für die Heimkehr. Denn zu Hause herrscht ein höheres Verständnis, als meine Religion in der evangelikalen Kirche lehren kann. So begann ich meinen Weg des Fortschritts. Ich denke, es dreht sich alles um Liebe, nur um Liebe. Ich muss zuerst lernen, wie man liebt, das ist sicher. Genau, Drake. Und er lacht wieder. Ich habe ihn oft zum Lachen gebracht. Offensichtlich machst du eine Stand-up-Nummer für ihn. Aber er erklärte, dass Liebe tatsächlich sehr wichtig ist. Und Liebe ist das System, in dem wir existieren. Dass es Liebe ist, ja. Doch Liebe ist nicht das Erste, was ich verkörpern soll. Ich muss zuerst all die Aspekte, wer ich bin und war, im Irdischen ablegen. Und ich musste ein authentisches Selbst, ein einzig wahres Selbst finden. Und erst wenn ich diesen Raum erreichen konnte, von echter Authentizität, dann konnte ich meine Reise beginnen. Doch ohne diesen authentischen Raum konnte ich nicht anfangen, mein Selbst und meinen Weg zu gestalten. Das wirkte fremd. Niemand kam jemals auf mich zu und sagte, sei authentisch, sei authentisch. Es gab damals wirklich keine solche Bewegung. Alle dachten, wir wären alle authentisch. Aber er half mir zu erkennen, dass ich eine andere Seite an mir hatte, die zum Vorschein kam, wenn ich bei meiner Familie war und bei Freunden, und eine andere Seite, die zum Vorschein kam, wenn ich bei Arbeitskollegen war und bei verschiedenen Leuten in der Kirche. Ich meine, ich hatte so viele verschiedene Facetten meiner Persönlichkeit, dass ich sie alle abtragen musste, um zu sehen, was im Inneren war. Und Drake half mir zu verstehen, dass wir in dieses Leben äußerst authentisch hineingeboren werden. Und kurz bevor wir gehen, verlassen wir es sehr authentisch. Es sind all die Jahre dazwischen. Wir müssen besser darin werden, uns selbst zu erlauben, authentisch zu sein. Und er erklärte, dass wir, wenn wir authentisch sind, verletzlich sind, aber wir können nicht wachsen, wenn wir nicht verletzlich sind. Wenn wir also ständig Verletzlichkeit in unserem Leben wegschieben, stoßen wir ständig Wachstum von uns. Und es sind unsere verletzlichen Momente, unsere authentischen Momente, in denen wir tatsächlich wachsen können. Aber ja, das war das allererste und Wichtigste, was ich lernen musste, wie man authentisch ist. Alles an Bord. Das war für mich das Allerwichtigste. Aber es war noch auf der anderen Seite. Ja, ja, immer noch auf der anderen Seite, aber dennoch lange bevor ich wirklich in den Himmel kam. Im Grunde musste Drake mich auf eine Reise mit 10 Prinzipien mitnehmen. Er nannte es nicht 10 Prinzipien, aber darauf lief es hinaus. 10 wesentliche Prinzipien. Du bist quasi auf einem spirituellen Streifzug? Sicher, beim Spaziergang, ja. Das ist wirklich das allererste Mal, dass ich das gehört habe. Du bekommst ausgebildet im Kern oder zumindest umgeschult.
Irgendwie schon, denn weißt du, all das auf einer Seelenebene, aber man muss quasi daran erinnert werden, bevor man überhaupt wieder in den Raum treten kann. Ist das so in Ordnung? Ja, absolut sicher. Und ich musste es wirklich annehmen. Ich musste es nicht vollständig verstehen. Ich musste es nicht ganz verarbeiten oder aufnehmen. Diese Prinzipien. Ich musste einfach bereit sein, sie zu akzeptieren. Und solange ich bereit war, sie als mögliche Wahrheit oder vielleicht meine Wahrheit zu akzeptieren, konnte ich mein Tempo halten und weitergehen. Auf unserer Reise, auf unserem Walkabout. Und dann gab er dir diese 10 Prinzipien. Er tat es, eins nach dem anderen, nicht als 10 präsentiert. Tatsächlich dachte ich nie an eine bestimmte Anzahl Prinzipien. Ich hatte meine Erfahrungen und das habe ich. Ich teile es schon seit Jahren. Und als wir die Erfahrungen für das Buch tatsächlich aufschrieben, mein Co-Autor bei diesem Buch, Lynn, hat es herausgefunden. Er meinte so, wow, Alter, das sind 10 Prinzipien, 10 sehr deutliche Prinzipien. Das war das erste Mal, dass mir auffiel, dass es tatsächlich 10 unterschiedliche Prinzipien waren. Aber diese Erfahrungen teile ich jetzt schon seit 20 Jahren. Kannst du einige Prinzipien nennen, um uns einen kleinen Einblick in den Buchinhalt zu geben? Ja, also ich werde euch alle 10 nennen, aber zu jedem einzelnen spezifische Details geben. Nummer 2 ist, den Sinn des Lebens zu verstehen. Und das ist sehr wichtig. Der Sinn des Lebens ist, dass wir lernen, zur Erdschule zu kommen. Und Drake half mir zu verstehen. Er zeigte mir ein Band, das sich von der Erde aus bis in die Ewigkeiten erstreckte, weit hinaus bis zu den äußersten Rändern des bekannten und unbekannten Universums. Und darauf ließ er ein einziges Sandkorn fallen. Er sagte, dieses einzelne Sandkorn stellt dein ganzes Leben auf der Erde dar. Das hat meine Welt erschüttert. Aber es hat mir auch geholfen zu verstehen, dass wir nicht in unserem Tunnelblick verharren dürfen und dass unser Leben viel größer ist als das, was hier vor sich geht. Es ist viel größer als die politische Partei, mit der wir uns identifizieren oder nicht identifizieren oder als Religion oder all das. Ja, es ist so viel größer als selbst unsere familiären Bindungen oder Familienprobleme. Unsere Existenz ist weit mehr, und es ist wichtig zu verstehen, dass das Leben ein Klassenzimmer und kein Gerichtssaal ist. Wir sind hier zum Lernen, nicht zur Verurteilung. Um zu lernen, müssen wir uns auf das wesentliche dritte Prinzip besinnen: Liebe jeden. Das war einfach für mich. Ja, ich mache es. Ich liebe Menschen, alle Menschen. Das Einzige, was mir nicht klar war und Schwierigkeiten bereitete, war, alle Wesen zu lieben. Also begann ich diese Liebe aufzubauen für die ganze Schöpfung. Das bedeutet, das Gute, das Schlechte, das Hässliche und das Schöne, alles in der Schöpfung liebe ich jetzt. Und das ist das dritte Prinzip. Weiterhin auf deine innere Stimme, auf deine eigene Intuition zu hören, das ist das vierte Prinzip. Wir alle besitzen Intuition, jeder von uns. Viele von uns nutzen den Drive-In-Schalter des Lebens. Wir bestellen am Lautsprecher, sagen zu Gott, was wir möchten und fahren dann direkt heim, ohne anzuhalten. Was auch geschehen mag, wir müssen Raum und Zeit geben, damit Gott in unserem Leben antworten oder erscheinen kann. Dies bedeutet, auf unsere innere Stimme zu hören. Das gehört für mich zu den wichtigsten Einsichten, die ich daraus gewonnen habe. Ich bin jetzt wirklich gut darin geworden und helfe auch anderen dabei, richtig gut darin zu werden, auf ihre eigene Intuition zu hören, auf ihre innere Stimme zu hören, denn Gott spricht zu uns ständig, wenn wir nur zuhören wollen. Und das führt uns zum fünften Prinzip. Das nochmal, das ist ein 2003. Technologie war damals keine große Sache, nicht so wie heute. Aber mir wurde sehr prägnant beigebracht, ich musste verantwortungsvoll Technologie nutzen. Technologie ist ein Werkzeug für großartige Dinge und großen Wandel, aber auch für schrecklichen. Sie ist wie ein Hammer, nützlich zum Bau eines Zuhauses oder in falschen Händen, um zu zerstören und zu töten. Wir müssen darauf achten, Technologie verantwortungsbewusst zu nutzen und nicht einfach zuzulassen, dass sie unser Leben überwuchert, aber eine gesunde, respektvolle Beziehung zur Technologie zu pflegen.
Das führte mich zu meinem nächsten Prinzip: Vorurteile ablegen, etwas, das ich zu verstehen glaubte. Ich sagte Drake, ich sei der unvoreingenommenste Mensch, den er treffen würde. Mit 2 adoptierten koreanischen Schwestern fühlte ich das. Ich betrachtete mich als ihren Beschützer, obwohl sie älter waren. Doch wahrscheinlich waren sie eher meine Beschützer. Als Kind glaubte ich, ich würde für sie kämpfen gegen jeden, der Vorurteile oder Rassismus zeigte. Ich würde sie ausschalten, zusammenschlagen, ins Krankenhaus bringen, was auch immer nötig sei. Ich dachte, ich sei ein harter Kerl. Deshalb sagte ich zu Drake, ich sei der unvoreingenommenste Mensch, den es gibt. Er fragte daraufhin, was denkst du dann über voreingenommene Menschen? Und das war ein weiterer Augenöffner für mich. Er zeigte mir, wie ich selbst Teil des Vorurteilsteams wurde, indem ich selbst Vorurteilsvolle hasste. Er zeigte mir, dass Menschen den Weg des Rassismus und Vorurteils wählen, weil sie selbst Opfer waren. Ihre Reaktion darauf ist, eine bestimmte Rasse, Klasse, Glaubensrichtung oder Religion auszugrenzen oder abzulehnen. Sie wählen eine Kategorie zum Sündenbock. Um auf ihrem Weg des Opferseins zu reagieren und Gott wahrhaft zu lieben, um die ganze Schöpfung zu lieben, muss ich selbst die lieben, die innerlich gebrochen sind. Die Gebrochenen hegen oft Vorurteile aller Art. Er zeigte mir, dass manchmal, selbst innerhalb der Kirche, es gibt extreme Vorurteile dort drin und manchmal auch draußen gibt es extreme Vorurteile. Aber innerhalb und außerhalb unserer Kirchen finden wir großartige Menschen und echte, bedingungslose Liebe sowie Dienstbereitschaft. Das musste ich verkörpern und begreifen, was mich dazu führte, die Schöpfungskraft anzuwenden. Mir wurde gelehrt, dass jeden Tag können wir unser eigenes Universum erschaffen. Wir besitzen diese Fähigkeit und Macht. Wo wir beginnen, die erste Stufe, der Schöpfungsschritt ist der Gedanke. Wenn wir also unsere Gedanken kontrollieren, steuern wir im Grunde unsere Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten helfen, unseren Charakter zu formen. Und unser Charakter bestimmt wesentlich unser Schicksal, wohin wir im Leben steuern. Doch alles beginnt mit unseren Gedanken. Also, wenn wir die Gedanken beherrschen können, beherrschen wir die Schöpfung. Wir können und fördern die Schöpfung in unserem Leben auf so viele erstaunliche, gesegnete Weisen. Das brachte mich zum nächsten Prinzip, negativen Einflüssen auszuweichen. Und das Lustige ist, ich war so, oh ja, ich mag keine negativen Menschen, Drake. Ich halte mich von negativen Menschen fern. Und er so, oh, okay. Was machst du jeden Abend, bevor du ins Bett gehst? Ich so, ich putze nur meine Zähne, wasche mein Gesicht. Er so, nein, was machst du direkt, bevor du deine Zähne putzt, dein Gesicht wäschst? Boys, was machst du? Ich sagte, ach, ich schaue nur Nachrichten. Früher tat das jeder. Du siehst dir also 30 Minuten bis 1 Stunde lang Nachrichten an, bevor du schlafen gehst? Er erklärte weiter und fragte, wie viele der Geschichten, die du dir anschaust, direkt vor dem Schlafengehen, sind positiv und geben dir gute Energie? Ich habe nachgedacht und vermute, das meiste ist es nicht. Es ist oft negative Energie. Er sagte, es ist wichtig zu verstehen, was passiert. Es gibt ein spezielles Zeitfenster, die Stunde der Kraft, die 30 Minuten nach dem Aufwachen und die 30 Minuten direkt vor dem Schlafengehen umfasst. Wir müssen sicherstellen, positive Energie zu verbreiten, denn sonst umgeben wir unser Leben mit Negativität, indem wir den Tag negativ beginnen und enden lassen. Daher ist es entscheidend, die Stunde der Kraft zu schätzen und zu ehren. Vermeide negative Einflüsse. Insbesondere in diesen Zeitspannen der Stunde der Kraft, aber auch in unserem gesamten Leben wollen wir negative Einflüsse meiden, denn diese Einflüsse werden letztendlich unsere Leben lenken und stark beeinflussen. Und wir denken, wir schalten oft zur Unterhaltung etwas ein, ohne zu hinterfragen, ob es uns positiv oder negativ beeinflusst. Wenn du unsicher bist, ob der Einfluss negativ ist und wenn du klar erkennst, was es bewirkt, dann verstehst du, ob es gut oder schlecht für dich ist. Daher ist es entscheidend, dass wir uns vor diesen negativen Einflüssen in all ihren Formen
schützen. Das leitet über zum 9. Prinzip, das Verständnis des Zwecks des Bösen. Und das fand ich ziemlich interessant. Und Drake wusste, dass ich viel trainiere. Also erklärte er mir, wie grundsätzlich ein Leben ohne das Böse wäre wie ein Fitnessstudio ohne Gewichte. Also ist das Böse an sich eine unverzichtbare Option, genau wie das Gute. Als Liebe. Wir müssen Liebe haben. Wir müssen das Böse haben, damit wir überhaupt wählen können. Wenn Gott also eine Welt erschaffen hätte, in der es überhaupt kein Böse gäbe, gäbe es kein Wachstum. Ist es also so in den himmlischen Sphären und deshalb müssen wir herabsteigen. Deshalb müssen wir kommen. Ja, genau. Und jetzt kommt der witzige Teil. Im Himmel durchdringt das ganze System diese Liebe, die Gott hat, und sie ist wirklich bedingungslos. Du hast sie nicht verdient, aber du bekommst sie. Wir alle bekommen sie, diese gewaltige, bedingungslose Liebe. Und sie ist so stark, dass es egal ist, was passiert. Um Gottes Willen, was Gott auch will, wir wollen es sofort, denn wir sind in tiefer Synchronisation mit dieser Liebe. Was Gott will, wir wollen es. Wir haben erkannt, dass wir, um zu wachsen, und Gott sieht das ebenso, gehen müssen. Wir müssen Gott verlassen und uns von den Himmeln entfernen. Wir müssen uns von unserem Schöpfer lösen. Egal wie du den Schöpfer nennst, wir müssen uns entfernen. Wir treten in die Erdschule ein, doch durchqueren zuerst einen Wasserfall des Vergessens, einen Schleier des Vergessens. Denn erinnern wir uns, bleibt die Beeinflussung durch jene Liebe bestehen, nicht wahr? Um zu wachsen, dürfen wir nicht von dieser Liebe beeinflusst sein. Also müssen wir hierher kommen unbeeinflusst und uns erlauben, Entscheidungen zu treffen. Ich habe klar erkannt, dass manchmal meine schlimmsten Entscheidungen eigentlich gut waren, weil ich daraus gelernt habe. So findet sich selbst im Negativen ein Sinn. Auch wenn wir Fehler machen, solange wir daraus lernen und versuchen, es besser zu machen, können sich selbst schlechte Entscheidungen langfristig als nützlich und vorteilhaft erweisen. Es ist ein langer Weg. Es ist ein langer Weg, das anzunehmen. Aber es erklärt auch, warum es das Böse im Leben gibt. Diese Option muss es leider geben, aber auch glücklicherweise, damit wir wirklich die Möglichkeit haben zu wählen. Genau wie, wenn du ein Kind hast. Ich habe 2 Kinder und du triffst alle Entscheidungen für sie. Und dann werden sie 18, ziehen aus und gehen zur Uni. Was passiert dann mit diesem Kind? Es wird zum Partygänger. Es wird derjenige sein, der mit jedem schläft. Es wird derjenige sein, der sich vom Guten im Leben abwendet, weil alle Entscheidungen für ihn getroffen wurden und er keine eigenen treffen konnte. Und deshalb sind wir hier. Wir sind hier, um Entscheidungen zu treffen, um die Kraft der Schöpfung zu lernen, die mit unseren Gedanken beginnt. Und das führt uns zu, mein letztes und wesentliches Prinzip besagt, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das Bewusstsein, dass wir alle eins sind, lehrt mich, Liebe oder Hass, Schaden oder Verletzung gegen andere ist wie gegen mich selbst. Und er lehrte mich das Prinzip des zeigenden Fingers, was wirklich ein cooles Prinzip ist. Also, wenn ich hier drüben bin und sage, hey, der und der ist böse, dann sende ich einen Energiepunkt in ihre Richtung, einen Energiepunkt nach oben zu Gott, aber auf der Rückseite davon sende ich 3-mal so viel Energie zurück zu mir selbst. Also immer wenn ich negative Dinge über jemand anderen sage, sage ich dieses Negative energetisch über mich selbst. 3-mal stärker, als ich es jemals auf jemand anderen richten könnte. Aber umgekehrt, wenn ich jemandem helfe, ihn liebe und für ihn sorge oder jemanden lobe, nehme ich dieselbe positive Energie 3-mal zurück zu mir selbst. Allein dieses Prinzip kann lebensverändernd sein, wenn dir etwas fehlt oder Mangel herrscht. Versuche nicht, es in dir zu finden und zu verkörpern. Geh hinaus und gib anderen genau das, was du zu brauchen glaubst. Und so wirst du es 3-fach zurückbekommen. Es ist wirklich tiefgründig, diesem Weg zu folgen. Ich fordere euch heraus, versucht es und ihr werdet sehen, es ist eine Lebenswahrheit. Und das waren meine 10 Prinzipien. Zu jenem Zeitpunkt erblickte ich wirklich den Himmel und erkannte, dass es ein echter, realer Raum, ein Planet ist.
Ist es ein Planet oder Reich? Es ist ein Reich, aber hier kommt das Seltsame. Wenn du eine Sonne und einen Planeten nehmen und sie kombinieren würdest, das ist, was der Himmel ist. Das Licht kommt also von innerhalb des Planeten selbst. Und alles auf dem Planeten leuchtet, strahlt Licht aus. Also haben wir hier in unserem Reich eine Sonne, die außerhalb von uns ist und ihr Licht auf uns scheinen lässt. Es ist die Reflexion des Lichts, die Farbwahrnehmung ermöglicht. Das funktioniert hier so, aber es gibt keine äußere Sonne, es ist eine innere Sonne, also kommt die Sonne von dort innen. Deshalb gibt es dort so viele Farben, die hier nicht existieren können. Denn das Licht kommt von innen. Es ist keine Reflexion, kein gebrochenes Licht. Es ist tatsächlich Ursprungslicht. Was für mich so verrückt ist, ist, dass ich Gott spüren und mich mit ihm verbinden konnte. Mit dem Schöpfer des Universums, Allah, dem Allumfassenden. Ich konnte Gott in mir verkörpern und mich mit ihm verbinden. Durch himmelhohe Grashalme, Blumen, reines Wasser, stille Bäume, durch nur die Luft. Es war spürbar. Diese gewaltige Liebe des Schöpfers ist in allem dort. Alles war buchstäblich von dieser Liebe durchdrungen. Und als ich in diesem Raum landete, führte mich Drake die ganze Zeit. Ich landete in diesem Raum, mir wurde klar, dieser Himmelsraum ist so groß, man könnte Tausende unserer Söhne darin unterbringen. Er ist riesig, einfach so viel größer, als wir wirklich begreifen können. Und während ich dort saß und all das wahrnahm und all das erlebte, diese gewaltige Liebe, die durch das Gras und die Bäume zu mir kam, erkannte ich, dass das ganze System aus dieser Liebe gebaut ist. Das gesamte System, das System, das, um unser Leben und unsere Existenz zu ermöglichen, wurde wirklich alles ohne Ausnahme aus dieser Liebe heraus erschaffen. Du befindest dich nun im himmlischen Reich. Du hast die 10 Prinzipien durchschritten. Deine Schwingung erreicht nun ein Niveau, auf dem du wahrnehmen oder sein kannst. In jenem himmlischen Reich. Wann genau übrigens? Was hast du noch gesehen? Welche anderen Wesen hast du erblickt? Hast du Dinge gesehen, die dein Verständnis übersteigen? Höhere Ebenen. All das Zeug? Ja, wenn wir das angehen möchten. Ich sage die Richtung von Küste zu Küste am. Es gibt so viel, was ich dort gesehen habe, buchstäblich im Himmel. Unzählige Schöpfungen, von denen wir nichts wissen. Ich sage es Ihnen, die Schöpfung selbst. Es gibt Leben, das alle Ecken der Schöpfung durchdringt. Leben, intelligentes Leben, sicher. Also wo immer es intelligentes Leben gibt, gibt es Wesen. Und selbst im Himmel sah ich hauptsächlich Menschen, aber ich sage Ihnen, da draußen gibt es einfach so viel Leben. Und ich sah, das Coolste war, Menschen aus unserer Zukunft zu sehen. Hey, dass sie schon im Himmel waren. Ich erblickte Menschen unserer Zeit und solche aus ferner Vergangenheit dort oben. In jenem Augenblick begann ich zu verstehen, und Drake offenbarte mir, dass Zeit wie eine Spielregel für das Lebensbrettspiel ist. Und sobald man sich löst, existiert so etwas wie, wenn du zur Erde kommst, wählst du, in welche Zeitperiode du eintreten möchtest. Zeit gibt es eigentlich nicht. Sie existiert nur im irdischen Leben oder auf der irdischen Ebene. Ja, es waren tatsächlich Menschen aus der Zukunft da und mit ihnen kam Technologie aus der Zukunft. Doch diese Technologie, das ist etwas ganz anderes, als wir es hier als Technologie kennen. Es gab dort eine Universität. Wenn die Leute in den Raum gehen wollten, in dem sie lernen möchten, mussten sie die Energie des Raumes annehmen. Um die Energie des Raumes anzunehmen und ihre Liebesenergie entsprechend anzupassen, konnten sie dann tatsächlich eintreten. Sie würden, hebt die Liebesenergie, betretet den Raum und lernt. Und das Lernen, all die Geheimnisse des Universums, unverfälscht von der Menschheit. Es gab kein, dort zu liegen ist unmöglich. Es ist nicht machbar, dort zu liegen. Also, was mich interessiert, ist, dass vieles von dem, was ich höre, klingt, als ob
Viele der aufgestiegenen Meister, die auf der Erde wandeln, die Jesuse der Welt, die Buddhas der Welt, sie haben ihre Schwingung erhöht bis zu einem Punkt, an dem sie alles Nötige in dieser Sphäre gelernt hatten und sich gewissermaßen abwenden konnten. Jesus repräsentiert das Christusbewusstsein, Buddha das Buddha-Bewusstsein. Es scheint, als ob selbst beim Übergang in die andere Welt das immer noch Arbeit zu erledigen ist. Das ist ein Teil davon. Und es gibt mehrere Ebenen, mehrere Bereiche oder Dimensionen, durch die man durch muss, während man sich weiterentwickelt und wächst und so weiter. Also wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, nicht einmal annähernd. Wir sind noch nicht mal in der Nähe, euch nahe zu kommen, selbst wenn ihr diese Schule beendet, die, wie ich hörte, sehr anspruchsvoll ist. Das ist sie. Dies ist eine der härteren Schulen. Tatsächlich, wenn man alle verschiedenen Schulen betrachtet, gibt es viele Schulen im Universum. Und die Erdschule selbst ist eine der schwierigsten, aber auch eine derjenigen, bei denen man am einfachsten das meiste Wachstum erzielen kann. Also, wenn ihr wachsen wollt, wenn ihr euch verbessern wollt, genau das ist es. Es ist wie ein Aufstiegskurs. Ja, es ist irgendwie zu, wenn ich auf dieses Level will, bei den Mario-Brüdern. In Super Mario denke ich mir, ja, ich muss gegen eine Menge Zeug kämpfen. Ich will eigentlich nicht, aber wenn ich das hinter mir habe, werde ich umso stärker sein. Ja, du springst quasi über viele, die auf der langsamen Spur sind, hinweg, über den einfacheren, allmählich leichteren Weg. Okay, also du bist an diesem unglaublichen Ort. Aber du sprichst hier mit mir, Winnie. Also früher oder später. Eine Entscheidung wurde getroffen. Kannst du berichten? Also, ich hatte gerade mein ganz persönliches Himmelserlebnis. Ich habe gerade das Wasser erlebt und dort das Wasser ist grundlegend lebensverändernd, das Wasser dort. Es kam auf mich zu und fragte, ob ich das Wasser erleben möchte. Und ich sagte, ja, ich möchte hier alles erleben. Und so kam das Wasser über mich und machte mich nicht nass. Aber überall, wo es mich berührte, tauschte es im Grunde Zellen aus und gab mir neue Zellen wie energetische Zellen. Und diese neuen Zellen waren einfach erfüllt von diesem Licht, das einfach überall dort war. Und dieses Licht hatte Liebe. Es verkörperte Liebe. Also ich hatte das Gefühl, jetzt endlich der Liebe würdig zu sein, jener bedingungslosen Liebe, die die ganze Zeit über auf mich herabströmte. Und in jenem Moment zog sich das Wasser zurück, floss sanft in sein Bächlein zurück, und ich strahlte einfach vor Liebe. Ich fühlte mich leuchtend, als ob nun endlich Licht von mir ausging. Und genau dann kam Drake auf mich zu. Und er streckte seine Hand nach mir aus und sagte, Winnie, er legte sie so auf eine meiner. Er sagte, Winnie, das wird schwer werden. Aber es wird sich sicherlich lohnen. Er zog mich in eine Umarmung, beim Umarmen, wie unsere beiden Lichter. Er war sehr, sehr hell. Er strahlte mit großer Leuchtkraft und ich war ziemlich schwach. Ich war definitiv der weniger leuchtende dieser beiden Stäbe. Wenn man uns zusammenbrachte, war unser gemeinsames Licht wie 4 oder 5 Mal so stark wie jedes unserer Lichter für sich allein. Und ich erlebte gerade das, sehr bedingungslose Liebe. Es hat mich geheilt und mich dabei verändert. Ich bin aufgewachsen und wurde als Kind ziemlich oft misshandelt und ich hatte immer noch viele schwarze Löcher in mir. Selbst im Himmel zeigte sich mir noch dieser Schaden. Und bei jedem kleinen Fleck, wo dieser Schaden war, drang diese Liebe ein und sagte, es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Ich liebe dich. Ich wünschte, das wäre dir erspart geblieben, doch sieh, wie es dich wachsen ließ. Erkenne das sogar. Deine schlimmsten Erfahrungen ließen dich wachsen. Hier ist es wunderschön. Und während ich all das erlebe, dann, ganz laut, höre ich meinen Bruder von der Erde. Er beginnt ein Gebet zu sprechen. Und ich schaue mich um, kann ihn nicht sehen, doch höre seine Stimme, als flüstere er direkt neben mir. Er betet ein besonderes Gebet, das in manchen Glaubensrichtungen für Sterbende gesprochen wird. Und er betet, dass ich erlöst werde und dass ich zurückkomme. Ich spüre die starke Liebe meines Bruders für mich, ohne zu wissen, dass sie existiert.
Wir sind 2 Jahre auseinander und waren uns von der Größe her immer ähnlich. Deshalb haben wir oft gekämpft, gestritten und gerangelt, viele von Mamas kostbaren Kleinigkeiten kaputt gemacht. Aber ich sage dir, ich konnte seine Liebe zu mir spüren. Ich konnte spüren, wie sehr er mich zurück in meinem Körper wollte. Dabei sah ich in Drakes Augen und spürte die unverkennbare Verbindung zwischen uns. Mitgefühl, der Ewigkeit gleich. Und plötzlich, ich sah Drake und dann, bam, ich wachte im Krankenhaus auf. Ich erwachte. Für mich waren es Sekunden später, wie eine Sekunde später. Aber in Wirklichkeit hatte mein Bruder dieses Gebet über meinem Körper im Krankenhaus gesprochen. Um etwa 21:30 Uhr, dann gegen 22 Uhr nachts. Er wachte um 01:11 Uhr, also um 01:11 Uhr. Fühlte mich extrem klaustrophobisch wegen unseres geistigen Seins. Ist viel größer als die kleinen Körper. Ich fühlte mich wie ein Orca oder Wal, der in eine kleine Sardinendose gequetscht wurde. So unerwartet, als ich erwachte, zog ich alle Schläuche ab. Und auf der Rückseite meines Buches sowie auf meiner Webseite sind meine Fotos mit den lebenserhaltenden Geräten und herausragenden Schläuchen zu sehen. Ich riss sie alle ab, alles. Ich zog jeden Schlauch aus meinem Hals, aus meiner Nase, aus meinen Kathetern, meinen Infusionen. Ich riss alles ab. Und dann stand ich einfach da, nackt, keuchend. Wie ich versuchte nicht zu... Ich fühlte, ich müsste explodieren, um diese Energie loszuwerden. Das Gefühl, in einem kleinen Körper gefangen, in diesem physischen Körper. Da bemerkte ich, dass alle Alarme in meinem Zimmer losgingen. Also ging ich herum und zog überall den Stecker. Wann kam denn jemand vorbei? Also, dass alles passierte. Es war wieder um 11 Uhr morgens in einem sehr ruhigen Krankenhaus. Übrigens gab es nur 2 Krankenschwestern auf der ganzen Etage, auf der es nur wenige Patienten gab. Es war ein brandneues Krankenhaus. Und ich sah mich um, mir wurde klar, dass ich nackt war, also musste ich ein paar Kittel, die ich im Schrank fand, schnappen. Ich wickelte sie um meine Körpermitte und ich ging. Ich verließ mein Zimmer und blickte nach links und rechts. Dort sah ich einen Aufzug, am einen Ende entlang. Und so begann ich zu gehen. Und ich ging richtig schnell los, hinunter zum Aufzug, fast wie im Trab. Ich kam ganz zum Aufzug, als ich einen Schrei hörte, ne, und er kam von hinter mir. Und ich dachte so, oh Mist. Und ich drehte mich um und da war niemand, aber ich konnte den Schrei aus meinem Zimmer hören. Also war eine der Krankenschwestern reingegangen und sie schrie, weil niemand da war. Und sogar alle Geräte waren ausgesteckt. Ihr Gehirn musste also denken, jemand hat diese Leiche für Organe oder so gestohlen. Also sie durchlebt, was auch immer sie durchlebt. Und dann schaut sie zur Tür raus und ruft nach der anderen Krankenschwester, die auf derselben Etage arbeitet. Sie kommt hereingerannt und schaut sich hektisch um. Sie können nicht herausfinden, wo ich hingegangen bin. Und ich drücke wieder auf den Abwärtsknopf des Aufzugs. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, obwohl es wahrscheinlich nur Sekunden waren. Und dann kamen beide aus dem Zimmer. Sie schauten weg von mir, dann drehten sie sich beide um, sahen mich an und schrien beide. Und dann war ich so. Das hat mich total geschockt. Sie kamen beide angerannt und fragten, Nils, was machst du da? Das darfst du nicht. Und das tat ich. Ich folgte ihnen zurück ins Zimmer. Sie zwangen mich, dort zu bleiben. Ich lehnte weitere Infusionen ab. Ich ließ nur eine kleine Fingerschutzkappe zu, die sie mir aufsetzten, und sobald sie nicht hinsahen, zog ich sie ab. Zu jenem Zeitpunkt war es unerträglich für mich, von irgendetwas berührt zu werden. Alles ereignete sich um 11 Uhr früh und meine Entlassung erfolgte um 7:30 Uhr am Morgen. Am selben Morgen, aber die Zeit dazwischen, von etwa 1:30 bis 7:30 Uhr. Ich machte Tests, ich machte Aufnahmen, ich machte noch mehr Tests, noch mehr Aufnahmen. Sie ließen mich signieren, etwa 40 bis 50 Seiten Entlassungspapiere, die die Haftung des Krankenhauses auf mich übertrugen, denn sie wollten nicht, dass ich gehe. Sie wollten, dass ich 72 Stunden bleibe. Das war ihr Wunsch. In Ordnung. Selbstverständlich, ja. Und wissen Sie, das ist genau der Punkt. Der Neurologe hat mir erklärt, dass Menschen in extremen Fällen tatsächlich aus einem Koma erwachen können. Sie sprechen ihre Liebe aus, nehmen Abschied und dann sterben sie. Und er hatte das Gefühl,
dass ich mich in so einer Art Mikrokosmos davon befand. Er dachte, dass ich jeden Moment einfach tot umfallen und sterben könnte. Und wenn ich nicht sofort medizinische Hilfe bekommen würde, würde ich diesmal endgültig sterben. Und ich glaubte ihnen nicht. Ich wusste, ich war zurückgekehrt. Ich verspürte den Drang zu laufen. Wirklich, Laufen schien mir in diesem Moment das Beste zu sein. Ich spürte, wie ich meinem Körper entglitt, als könnte ich so der Gefangenschaft entkommen. Ich fühlte mich so gefangen in diesem Körper. Ja, aber was sagten Ärzte zu deinem Hirntod? Ich meine, also ich habe mich mit insgesamt 3 Neurologen getroffen und einer war ein Psychotherapeut sowie ein Neurologe. Also er war sowohl in der Gedankenwelt des Gehirns als auch in der eigentlichen Chemie ausgebildet und er war der Netteste. Und er sagte zu mir, Vinny, was passiert ist, dein Gehirn hat einen Blackout und du hast auch diese Palette deiner Vorstellungskraft. Und die Palette der Vorstellungskraft wird reingehen und alle Lücken füllen. Und so erklärte er mir, alles, was ich während meiner Abwesenheit wahrgenommen habe, war nur meine Vorstellungskraft. Ich sollte es ignorieren. Und er sagte sogar, er meinte, beschönige nicht, was passiert ist, denn wenn du darauf eingehst und denkst, es ist real, könntest du in einer psychiatrischen Klinik landen. Er sagt, er habe es schon oft gesehen, wo Leute Stimmen hörten, Dinge sahen und in einer psychiatrischen Klinik endeten. Also saß ich da und dachte nach. Ich gehöre in eine psychiatrische Klinik, weil ich mich erinnere, jetzt. Ich erinnerte mich nicht sofort, sondern erst nach 24 Stunden. Es traf mich wie ein Schlag. Was ist mir nur passiert? Und dann erinnerte ich mich plötzlich. Es traf mich wie ein Schlag. So hatte ich diese ganze Erfahrung gemacht. Und als sehr wissenschaftlich denkende Person sagte mein eigenes Ego zu mir, du bist verrückt. Das entsprang deiner Einbildung, war eine reine Erfindung. Ich suchte professionelle Hilfe, um zu klären, ob ich antipsychotische oder antidelusorische Medikamente brauche, die mir helfen könnten. Ich war dabei, ein Treffen mit einem Arzt zu arrangieren, als diese ältere Dame steht plötzlich vor mir und jetzt erschien sie mir, als wäre sie in ihren Dreißigern. Übrigens, sie war ein Geist und sie kam zu mir und sagte, du musst diesem Arzt diese Informationen geben. Und ich so, naja, er hält mich bereits für wahnhaft, also werde ich ihm nicht noch mehr Gründe geben zu denken, dass ich wahnhafter bin. Und sie ließ nicht locker. Sie gab einfach nicht nach. Sie bestand darauf, wag es nicht, dieses Rezept, das er für dich ausschreibt, anzunehmen, bevor du ihm diese Informationen mitgeteilt hast. Und so, das ist es endlich. Endlich, mein Gehirn hat es verarbeitet. Dann sagte ich, ja, okay, Doc, ich muss Ihnen was sagen. Das klingt verrückt, aber Sie wissen, ich bin so. Also ich habe hier eine Frau. Sie spricht zu mir, das muss ich Ihnen erzählen. Er verstummte völlig, so für, naja, 90 Sekunden, sagte kein Wort. Er deutete auf mein Gesicht und sagte, raus aus meinem Büro sofort. Wow. Und da war ich so, okay, also ging ich. Hat er herausgefunden, warum? Nun, später tat ich es. Also fuhr ich die Straße entlang, etwa 1,5 Kilometer nach dem Termin, als ich einen Anruf bekam und es war er, sogar auf seinem Handy. Und er sagt, Vinny, ich weiß nicht, was du bist oder wie das überhaupt passiert ist, aber was du mir gesagt hast, das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben jemandem erzählt. Er sagte nicht einmal seine Frau, nicht einmal sein eigener Psychotherapeut wusste, was ich ihm gesagt hatte, dass er es selbst vergessen und verdrängt hatte. Ich habe ihm nicht jedes Detail erzählt, sondern nur das Wesentliche mitgeteilt. Hey, diese Frau ist hier und sie sagt, ich muss dir das ausrichten. Ich habe ihm exakt das weitergegeben, was sie mir gesagt hatte. Und er hat bestätigt, dass alles, was ich ihm übermittelt habe, zu 100% der Wahrheit entspricht, soweit es ihn betraf. Also was ich über ihn sagte, war 100% echt. Aber ich musste meine eigene Wahrheit finden. Ich musste meinen eigenen Weg gehen, denn er sagte das, weil ich die Wahrheit für ihn ans Licht bringen konnte. Er denkt, dass auch in meiner Erfahrung etwas Wahres stecken muss und dass ich das selbst herausfinden musste. Also begann ich meinen Weg, um das zu ergründen. Nun, 7 Monate später. Ich bin in diesem kleinen Ort in Wyoming. Ich sitze in einer Highschool.
Ich sehe mir eine Präsentation über die Geschichte der Stadt an und sie zeigen all diese berühmten Persönlichkeiten, berühmt nach Maßstäben eines kleinen Ortes in Wyoming, all diese berühmten Männer und Frauen, die die Stadt gründeten und halfen, irgendwie den Staat Wyoming zu dem zu machen, was er heute ist. Und dann erscheint dieses Bild. Ich hatte nicht wirklich aufgepasst, da ich gerade dabei war, mich zu bücken. Doch meine damalige Freundin, der ich von meinen Erlebnissen mit Drake so lebhaft erzählt hatte, dass sie das Gefühl bekam, ihn persönlich zu kennen, sieht das Bild auf dem Bildschirm und sagt sofort, das ist der Typ. Und ich greife rüber, sage, das ist nicht der. Und ich erstarrte, Alex. Ich erstarrte, konnte mich nicht bewegen, fing an zu weinen. Das war mein Wegweiser. Im echten Leben war er es. Aber hier kommt das Seltsame. Sein Name lautete Charles Kazair. Da stand nichts von Drake. Es begann mit kleinem D, doch stand nur Charles Kazair. Und wusste, dass meine Großmutter eine Kazair war. Das ist der Nachname. Ich ging zu ihr und sagte, Oma, ich muss wissen, wer ist Charles Kazair? Und sie sagt, ach, du meinst Urgroßvater Drake. Also für 7 Monate dachte ich, ich könnte immer noch verrückt sein. Wow. Aber zu diesem Zeitpunkt, genau dann, Alex, wurde mir klar, dass es okay ist. Ich muss akzeptieren, dass mir das passiert ist. Ich muss einfach. Von da an begann ich, es mit anderen zu teilen. Nun darf ich fragen, haben Sie gesucht? Das ist der Sanitäter. Der Sanitäter? Ja, genau der. Ich habe, Haben Sie das erklärt? Es ist ein nachprüfbares Ereignis. es ist so, das tat ich mit ihm. Zuerst wollte ich mich bedanken. Dann fragte ich, ob ich ihm zum Dank etwas schenken darf. Ich so, du hast mein Leben gerettet und dabei das Protokoll gebrochen. Du bekommst sogar gerade Ärger deswegen. Er wurde richtig schlecht bewertet und suspendiert in seiner ersten Arbeitswoche. Also hat er einen Seitentransfer zur Feuerwehr gemacht. Und da er schon eine Weile dafür geübt hatte, konnte er das durchziehen. Aber als ich mich mit ihm traf, war er gerade dabei, diesen Wechsel zum Feuerwehrmann zu vollziehen. Ich wollte mit ihm sprechen, sagen, hey, ich sah, wie du geleuchtet hast. Er entgegnete, keine Ahnung, wovon du redest. Ich insistierte, doch, du wurdest heller. Ich hörte die Botschaft, er ist nicht tot. Er beharrte, ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Er wollte es nicht zugeben. Er wollte es wirklich nicht zugeben. Aber schließlich sagte er es doch. Ich wusste es einfach. Ich wusste einfach, dass irgendwas Seltsames mit dir los ist. Ob es die echte Botschaft war, die ich vernahm, oder sein Wissen. Er musste es versuchen. Für mich war es ein göttliches Wunder, dass er mich zurückholte. Das zweite Wunder ist, dass dies geschah, als ich nur eine halbe Straße entfernt von einem auf Kardiologie spezialisierten Traumazentrum war. Das zurückzubringen, das ist wichtig. Man muss wissen, was man damit macht. Also, es gab viele Wunder bei der ganzen Sache. Nun, Jahre später. Ich hatte unzählige Male, wo der Geist zu mir kam. Sie haben Informationen. Ich kann damit denen um mich herum helfen. Aber vermittle ich es 100% der Zeit? Nein, ich bin sehr diskret und setze mein Ermessen ein, wann und wo. Ich teile das mit den Menschen. Aber ich sage ihnen, Gott ist hier, überall und Engel sind wirklich. Sie sind hier und überall und der Geist ist real und hier und überall. Und sie alle wollen uns helfen, aber sie können nicht, wenn wir nicht bitten, wenn wir nicht anklopfen. Sie werden diese Tür aufstoßen, aber wir müssen klopfen. Wir müssen klopfen und in diesem Leben sind wir so abgelenkt mit unserer Unterhaltung und unseren Nachrichten und unserem Sport. Wir bleiben konstant abgelenkt. Es bleibt keine Zeit für Gott, keine Zeit für Engel, keine Zeit für unsere Ahnen, die uns helfen wollen. Und deshalb ist meine Herausforderung an jeden, der dies hört, wenn du diese Person bist, die Hilfe sucht, die den Einfluss Gottes will, Gott in ihrem Leben haben möchte, es ist mir egal, wie du Gott nennst. Es ist wirklich egal, denn Gott kümmert es nicht, wie du ihn nennst. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Nenne ihn also, wie es dir passt. Und wenn du Atheist bist, nenne Gott das Universum und bleib dabei Atheist. Aber das Schöne ist, das Universum oder Gott, wie auch immer du es nennen möchtest, unser Schöpfer. Der Schöpfer möchte diese persönliche Beziehung zu uns allen, zu jedem Einzelnen von uns. Der Schöpfer hat dieses System mit so viel Unterstützung erschaffen.
aus ihrer Perspektive. Aber wir gehen so abgelenkt herum, dass wir gar nicht um diese Unterstützung bitten. Wir fragen nie nach dieser Hilfe. Sie ist da, wenn wir sie wollen. Man muss nur fragen. Winnie, Alter, das war ein verdammt krasses Abenteuer, das du uns beschert hast, mein Freund. Wortspiel nicht beabsichtigt. Es war es wirklich. Das ist gelinde gesagt ein sehr lebhaftes, detailliertes Erlebnis, Freund. Ich danke dir dafür, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und hoffe, sie hilft den Zuhörern dieser Episode. Nun werde ich dir, wie bei allen Gästen, einige Fragen stellen. Was ist deine Definition guten Lebens? Ein gutes Leben zu führen bedeutet, die Beziehungen um dich herum zu genießen und zu schätzen. Und wenn ich von Beziehungen spreche, meine ich deine Beziehung zum Licht, mit dem Leben, mit deiner Familie, deinen Kindern, aber auch die Beziehungen, die du zu deinen Tieren hast, zu den Bäumen und Pflanzen und Wäldern um dich herum, zum Ozean, zur Erde, zu Mutter Gaia, das sind alles Beziehungen. Und wir dürfen unsere Beziehungen mitnehmen. Wir können die Schlüssel zu unserem Auto, unsere Häuser und unsere Villen nicht mitnehmen. Wir können nicht einmal eine Goldmünze mitnehmen. Wir können nichts mitnehmen außer unseren Beziehungen, der Energie dessen, worauf wir aufbauen, wer wir sind. Unser wahres Selbst, das wir mitnehmen dürfen. Also verbringe Zeit, Ehre schenken, aufbauen und gute Beziehungen zu all diesen Dingen pflegen, auch zu den Wäldern und Bäumen. Und das wird dir im Grunde Raum geben, wo Gott sich offenbaren wird. Was ist deine Definition Gottes? Wow, das gefällt mir sehr, denn Gott ist so undefinierbar, nicht wahr? Denn Gott ist alles. Ich sage gerne, dass Gott das gesamte Alles ist. Aber Gott ist auch das Unfassbare. Die Tatsache, dass wir Bewusstsein haben können und dass wir diese virtuelle Realität des Lebens hier wahrnehmen können, ist für mich auch ein Zeugnis der Existenz Gottes. Denn wenn es Bewusstsein gibt, dann gibt es Periode und im Bewusstsein gibt es Schöpfung. Was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Zu wachsen, zur Erdschule zu kommen, das Gewicht der Entscheidungen zwischen Gut und Böse zu stemmen, die innere Sprosse von Jakobs Leiter zu erklimmen, vom Raum der Angst, dem dichten Erdraum, zum dichten Schöpferraum, den Weiten des Schöpfers zu gelangen. Und wie wir das tun, ist, dass wir in uns hineinsteigen, nicht nach außen. Wir finden Gott im heiligsten Tempel auf Erden, der hier ist, zwischen unseren Schläfen. Das ist der heiligste Ort auf Erden. Dort können wir Gott begegnen, sich in einer Weise offenbarend, die erhabener ist als in jedem äußeren Tempel, außerhalb von uns. Nirgendwo sonst können wir Gott so finden, denn seine wahre Residenz ist in unserem Inneren. Die Göttlichkeit existiert nur in uns. Wunderbare Antwort darauf, mein Freund. Und wo können die Leute mehr über dich, dein Buch und deine Arbeit erfahren? Ich betreibe eine persönliche Webseite namens Living God's Light und fühle mich auf einer Mission, meine Erfahrungen zu teilen. Ich bin kein herkömmlicher Missionar, der vorschreibt, was zu glauben oder zu tun ist. Mein Ziel ist es, das Leben der Menschen zu bereichern und ihnen zu helfen, authentischer und gefühlvoller zu leben. In unserer Welt wird oft versucht, Gefühle zu unterdrücken. Dabei sind es gerade diese Empfindungen, in denen wir unsere verletzlichsten und wachstumsreichsten Momente erleben. Das ist wunderbar, denn man kann so direkt wunderschöne, fast herrliche Beziehungen im Leben haben, wenn du dir ab und zu verletzliche Momente gönnst und Wachstum erlaubst. Und hast du noch abschließende Worte für unser Publikum, Winnie? Der wichtigste Punkt, den ich aus dieser Erfahrung mitgenommen habe, ist, dass man die beste, die menschenmögliche Liebe, die bedingungsloseste, perfekteste Liebe nimmt und diese mit Äonen, mit Billionen multipliziert. Und das ist nur ein Wimpernschlag verglichen mit Gottes Liebe, der Liebe, die der Schöpfer fühlt. Sie ist so stark und so bedingungslos
dass der Schöpfer dich genau so liebt, wie du jetzt gerade bist. Genau wie du bist. Nicht wer du sein möchtest, nicht wer du glaubst sein zu sollen, sondern wer du gerade bist, wer du dein Herz gerade sein lässt. Das ist Gottes Liebling. Vinny, danke nicht nur für deine Teilnahme an der Sendung und das Teilen deiner Geschichte, sondern auch für deine Mühe, die Schwingungen zu erhöhen und Bewusstsein auf unserem Planeten zu wecken. Ich schätze deine Arbeit sehr, mein Freund. Ich schätze dich, Alex, und danke für deine Mission, Mann. Ich fühle, du bist Teil der Armee des Lichts. Ich wage zu sagen, du bist ein Kapitän darin, weil du draußen den guten Kampf führst, ein Vorbild bist. In dieser heiligen Kraftstunde sehen die Leute deine Videos. Es hilft wirklich, ihre Frequenz und Liebesenergie zu steigern. Für mich, Bruder, bist du auf göttlichem Weg. Ich danke dir, danke für dein Tun. Ich schätze dich, mein Freund. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.